Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Claudia von Kibadu bei uns begrüßen dürfen. Sie hat natürlich wieder die passenden Schnitte zu unserer Kollektion dabei und präsentiert sie anhand von diesen wunderschönen Modellen hier. Herzlich willkommen. Liebe Pauline, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Ich sage einmal kurz was zu unseren Schnittmustern. Und zwar bieten wir seit 7 Jahren, sind es glaube ich jetzt schon Papierschnittmuster auf dem Markt an und haben da eine ganz große Range mittlerweile von verschiedenen Basisschnittmustern, aber auch moderne Schnittmuster sind dabei. Sie beinhalten immer eine bebilderte Broschüre, also sprich, es sind Fotoanleitungen dabei oder seit 1,5 Jahren haben wir grafische Anleitungen und sind auch dabei, alle Anleitungen nach und nach zu überarbeiten und ja, haben da eigentlich mittlerweile schon einen ganz guten Stand erreicht und es gibt auch eine kleine Rebranding von der Marke. Wir haben ein bisschen die Optik verändert in diesem Jahr. Aber trotzdem erkennt der Kibadu-Liebhaber die Schnitte sofort, weil wir natürlich dieses Symbolische mit dem Kreis und den Skizzen beibehalten haben. Aber wir sind ein wenig, sagen wir mal, erwachsener und moderner geworden. Genau. Der Bogen ist immer auf DIN A0 und ist farbig bedruckt, teilweise beidseitig. Und dann würde ich sagen, starten wir schon mal. Fangen wir an. Genau. So, der Anfang macht ein Klassiker von uns, die Nelina. Ich weiß nicht, ihr kennt sie wahrscheinlich alle schon, tippe ich mal. Ja, aber immer wieder schön, besonders mit diesen tollen Drucken ist das ein wunderbares Kleid aus Viskosestoffen. Es gibt verschiedene Längen, die man nähen kann. Man kann verschiedene Ausschnitte nähen. Und was wir auch haben, es gibt verschiedene kostenlose Add-ons, die man sich bei uns runterladen kann, wo man andere Ärmelformen machen kann, auch wie man zum Beispiel ein geschlossenes Vorderteil nähen kann. Das zeige ich euch gleich noch im anderen Beispiel. Ja, und es ist immer ein wunderschönes Kleid im Herbst, im Sommer, zu jeder Jahreszeit eigentlich. Ja. Ein Klassiker. Genau. Und hier haben wir vernäht den Artikel Windows von Thorsten Berger. Eine viskose Webware in der pink senffarbenen Variante. Ups. So, als nächstes haben wir ein relativ neues Schnittmuster, was dieses Jahr erschienen ist. Wir haben ja ein paar Schnittmuster, die nennen sich Mix and Match bei uns. Das heißt immer, dass man wirklich super viel geboten bekommt in einem Schnittmuster. Man hat so viele diverse Varianten, die man eigentlich fast gar nicht mehr aufzählen kann. Die könnte ich auch gar nicht alle vernähen, aber ich habe ein paar davon mitgebracht. Und das ist zum Beispiel, also es ist einmal eine Bluse, wirklich im Prinzip eine klassische Bluse, aber es gibt verschiedene Kragenformen und es gibt verschiedene Armvarianten und verschiedene Längen, sodass man wirklich ja, jeden Geschmack damit abdecken kann. Man kann Taillenabnäher optional reinsetzen, sodass sie eben schmaler geschnitten ist. Man kann die auch komplett weglassen, dass sie gerade geschnitten ist. Wir haben hier die Variante mit den Taillenabnähern und dem Bubikragen und den Puffärmelchen, die unten aber schlank sind. Dazu trägt die junge Dame hier eine Cargohose. Das ist schon ein etwas älterer Schnitt, der aber auch super für Webwaren in allen Varianten geeignet ist. Genau, man kann sie eben mit und ohne Taschen nähen, sodass es auch eine super Basic-Hose ist. Und hier haben wir die viskose Webware Crisscross, auch wieder von Thorsten Berger, in der roten, pinken Variante. So, und jetzt sieht man schon ganz schön, eigentlich, ja, das ist ein Schnittmuster, aber es ist halt irgendwie ein komplett anderer Look. Ich habe jetzt hier ein Kleid mit Stehkragen genäht. Hier sind auch die Puffärmelchen, aber wir haben eben hier die angekräuselte Manschette auch im unteren Bereich, sodass wir ein bisschen mehr Armweite haben. Das ist die lange Länge, die hat den geraden Saum. Die kürzeren Längen haben diesen gebogenen Saum und es gibt natürlich auch noch den klassischen Kragen, also den eckigen Kragen, den haben wir gleich eine Puppe weiter und den schlanken Ärmel. Also dass man wirklich eine richtig super Basic Bluse hat. Und auch wieder aus der viskose Webware von Thorsten Berger, Artikel Crisscross. Und hier haben wir die blau-grau-pinke Variante.
Hier habe ich mal einen etwas älteren Blusenschnitt kombiniert mit einem neuen Hosenschnitt von Ende letzten Jahres. Und ich machen wir erstmal die Hose, genau. Und zwar ist das eine Jegging mit einem Fake-Reißverschlusseinsatz und man hat eben verschiedene Varianten auch wieder hier. Hier ist die Variante, die das geteilte Bein hat und unten diesen Schlitz, was ja momentan total modisch ist, aber natürlich muss man ihn nicht nähen. Es gibt einmal eine schlanke Variante, also wirklich auch so eine richtige Basic-Variante mit Po-Taschen, dass es aussieht wie eine Jeans, die unten schmal geschnitten ist, aber eben auch eine ausgestellte Form, so wie man sie ja im Moment sehr viel trägt, aber auch nicht übertrieben ausgestellt, sodass wir eben lange was von dem Schnitt haben. Dazu haben wir die Mafrida Bluse und die hat diese Faltenlegung hier und so einen kleinen Stehkragen mit Fake-Manschetten und die gibt es auch wieder in 2 verschiedenen Längen. Das ist die lange Variante. Die ist besonders schön aus Viskosestoffen, die schön weich fallen. Genau. Und hier haben wir die viskose Webware Windows von Thorsten Berger in dieser schönen jeansblauen Terrakotta-Variante. Ich muss gerade den Schnitt einmal suchen. So, also, wir hatten ja am Anfang die Nelina und das ist auch die Nelina. Ich wurde eben schon gefragt, was ist denn das für ein Schnitt? Also das ist eben das Schöne bei uns, würde ich mal sagen, dass man eben auch kostenlose Add-ons bekommt zu den Schnittmustern, die sie halt wieder komplett verändern. Ich habe hier das Material getauscht. Ich habe halt einen dehnbaren Stoff genommen oder einen leicht dehnbaren Stoff, habe sie dafür eine Nummer kleiner genäht und habe das Add-on mit dem Puffärmelchen gewählt und habe nur eine Bahn. Also habe dann die eine Stufe, die angesetzt wird, eben verlängert und schon hat man wirklich einen komplett anderen Look. Und diese Anleitung, wie man hier einen Rundhals von macht, das kann man sich auch bei uns kostenlos im Shop runterladen. Normalerweise ist es ein Schnitt für Webwaren, aber es geht eben auch aus elastischen. Wir waren auch sehr erstaunt, was das für ein neuer Schnitt ist, aber es ist Artikel Sarina verwendet worden aus der Kollektion in Schwarz. Sehr edel. Ja, total. Ja. Ja, und weil Swapping ja mittlerweile sehr viele schöne Strickstoffe hat, habe ich mir gedacht, ich nähe einfach mal ein paar sportliche Basic-Pullover in der Strickvariante, sodass sie eben einfach auch ein bisschen schicker, ein bisschen edler sind. Und habe hier den Oversize-Hoodie von uns genäht, in der langen Variante mit dem schmalen Ärmel und der Kapuze. Es gibt auch hier wieder verschiedene Ärmelvarianten. Einmal einen, der nach unten ein bisschen ausgestellt, aber das ist der klassische. Darunter trägt die Puppe wieder die Basic-Bluse. Wir sehen hier den klassischen eckigen Kragen, den schmalen Ärmel, das ist die Tuniger-Variante, die guckt dann eben so ein bisschen raus, sodass man ein bisschen diesen Lagenlook hat. Und dazu habe ich kombiniert einen älteren Schnitt, das ist die Jogging-Pant von uns, auch ein Evergreen immer, wenn man es ein bisschen sportlicher mag. Die hat diese eckigen Eingrifftaschen hier oben und hat einen etwas hängenden Schritt, darf man das so sagen? Ja, so einen etwas leicht runterhängenden Schritt, dass es so ein bisschen sportlicher wirkt, aber unten eben, wie man sieht, ganz schlank geschnitten. Auch hier kann man wieder mit Bündchen wählen, ohne Bündchen, je nachdem, wie man darauf Lust hat. Und ich finde, das ist doch ein super Office-Outfit dann. Ja, ne? sieht sehr schick aus. Durch diesen Strick ist das irgendwie alles ein bisschen schicker, edler geworden, mit der Bluse drunter. Nicht ganz so schick. Genau. Die sportlichen Accessoires. Und hier haben wir den Strick Skadi mit Elastan. Hier in diesem schönen Schilfton. Die Bluse kann man wunderbar aus Artikel Tuttling, Tübingen oder auch Dani machen. Und hier haben wir einmal Artikel Sandra. Ein Modal French Terry in diesem schönen Olivton. Ja, und ich finde, dass die Farben also wirklich total toll zusammenpassen, auch in Kombination, die Passt beiden sehr gut Stoffe. zusammen. So,
hier wollte ich euch ganz gerne einmal zeigen, dass man natürlich auch Kleider, die eigentlich für den Sommer gedacht sind, auch wunderbar im Herbst, Winter tragen kann, indem man einfach zum Beispiel einen Rolli drunter trägt. Wir haben den hier aus der neuen Rippware genäht, die ist super schön dafür, weil der ein bisschen enger liegt. Und genäht haben wir das Kleid Birte. In diesem Fall einmal ohne Bindeband, damit man hier auch die schöne Unterteilung sieht mit den Raffungen. Also es ist ein verspieltes Kleid, ein weibliches Kleid, aber trotzdem hat man noch genug Freiheit, dass man genügend Weite hat und sich nicht eingeengt fühlt. Und auch hier wieder am besten aus weichfallender Viskose und den Rolli, das ist hier der Rolli von unserem Set Alda, den am besten aus elastischer Qualität. Natürlich ist dieser Rip-Jersey da wunderbar für geeignet. Sehr schön auch für den Rollkragen. Ja, die Farben sind auch wieder wunderbar zusammenpassend. Sehr schön. Hier haben wir die viskose Webware Wildflowers von Christiane Zielinski in diesem sehr schönen Mintton. Und das ist Artikel Marissa bei uns im Standardsortiment in vielen verschiedenen Farben. Also kann man super kombinieren zusammen. Hier habe ich wieder einen relativ neuen Schnitt, den Jegging, wie wir eben schon hatten, aus den Jeans. Jetzt habe ich die aber eben aus diesem Satin-Stretch genäht. Also die Stoffe müssen halt elastisch sein und da bietet sich natürlich so ein edler Stoff auch super dafür an. Auch hier wieder mit dem Schlitz vorne und den Taschen, den Po-Taschen und dazu kombiniert eine Vivi. Die hat diesen schönen V-förmigen Einsatz. Das ist jetzt die weitere Variante. Es gibt auch noch eine Variante, die man aus Bündchenware näht. Die liegt dann etwas enger an, aber aus der Erfahrung heraus können nicht alle so gut etwas enger am Hals haben. Deswegen haben wir meist immer 2 Varianten, damit man da auch irgendwie für jeden was dabei hat. Diesen Pullover gibt es auch in 2 Längen. Das ist die lange Variante mit den seitlichen Schlitzen. Finde ich super toll. Zu so einer schmalen Hose sieht einfach immer total fesch aus. Und die Ärmel sind hier zum Beispiel auch die ausgestellten. Da gibt es auch wieder den schmalen und den ausgestellten. Also ihr hört schon, es gibt immer sehr, sehr viele Varianten. Und hier haben wir Drogon in dem Grünton. Kann man von beiden Seiten verwenden. Ist ein Double Face. Wenn man es ein bisschen grüner mag, nimmt man diese Seite. Oder so wie Claudia es verarbeitet hat, einfach diese Seite. So hat man den melierten Effekt ein bisschen stärker. Und die Hose ist Artikel Ginkgo von Christiane Zielinski. Und hier haben wir auch wieder dieses schöne Grün mit diesen Pinktönen. Schöne Watercolor-Optik. Passt perfekt zusammen. Ja, hier haben wir einen ganz, also ich sage jetzt mal, es ist ein alten Schnitt, ne? Aber es ist halt ein ganz klassischer Schnitt. Das ist ein, wir nennen es Winterkleid, man kann auch Skaterkleid dazu sagen, dass es halt oben schmal geschnitten ist, körperbetont ist und dann einen leicht ausgestellten, glockigen Rock hat. Das hat hinten einen Herzverschluss und es gibt auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, es zu nehmen. Man kann Patches drauf machen, man kann einen leichten V-Ausschnitt nähen, mit kurzen Armen, mit langen Armen. Also da ist auch alles Mögliche dabei, genau. Und dieser Schnitt wird hauptsächlich oder am besten, oder er muss aus elastischen Stoffen genäht werden. Genau, also er darf nicht aus Webware genäht werden, weil dann würde man natürlich oben nicht reinkommen, sondern er muss immer aus elastischen Stoffen. Ich habe jetzt hier mal diesen Sweat genäht, weil der hat ja einen guten Elastikanteil und das klappt prima. Sieht auch sehr schick aus. Das ist ein Sweat von Thorstenberger, Geometric Camouflage. Und hier in dieser tollen Farbkombi Pink, Lila und Oliv.
Genau, und wie eben schon erwähnt, ist das auch wieder ein eigentlich sportlicher Basic-Sweater, der aus Sweat normal genäht wird. Aber auch hier habe ich einfach mal den Strickstoff genommen, weil ich finde wirklich, das macht gleich einen ganz anderen Look und sieht total cool aus. Also ich finde es mega, halt auch diese Strickstoffe auch fürs Wetter zu nehmen. Ne, viel nimmt man die ja für Cardigans, aber ich fand es eben auch mal ganz schön, eben normale Pullover daraus zu nähen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, passend mit den Rippbündchen dazu. Die Pippi trägt auch wieder die Cargo-Hose, die wir eben schon mal gesehen haben. Und so hat man ein schönes sportliches Outfit. Genau, das hat hier so Einsätze seitlich mit Eingrifftaschen. Da kann man natürlich auch mit Farben noch spielen, wenn man das möchte. Aber ich bin ja mehr so der Uni-Typ. Hier haben wir wieder Skadi. Und durch den Elastananteil kann man es super tragen, da ein bisschen nachgibt. Und hier in diesem wunderschönen Jeansblau. Ja, hier haben wir einen ehemals alten Schnitt nochmal vereinfacht und neu aufleben lassen, haben noch neue Varianten hinzugegeben. Und zwar ist das die Mabinta, die viele auch schon kennen, viele Stoffhändler von mir. Ist ein A-Linienkleid für elastische Stoffe gedacht und es gibt eben verschiedene Ausschnittvarianten, verschiedene Ärmellängen, verschiedene Längen insgesamt, sodass man ein Shirt nähen kann und ein Kleid. Das ist halt ein super Basisschnitt, den man wirklich, also der wird halt auch nie unmodern, ne? Denn den hast du immer. Und ich habe hier jetzt einfach mal mit dem Stoff so ein bisschen gespielt, weil man kann ja mit beiden Seiten arbeiten sozusagen. Und damit man das mal sieht, habe ich hier halt diese breiten Aufschläge gemacht, dass man eben einfach diesen anderen Look mal nach vorne holt. Und um das wieder reinzubringen, habe ich den Kragen dann auch noch mal einmal umgedreht. Und das, finde ich, ergibt dann gleich auch wieder einen schönen Look. Ja, ist eine sehr schöne Idee. Hier haben wir dann wieder Drogon und hier sieht man, dass hier einmal diese Seite verwendet wurde und einmal wieder diese schöne melierte Seite. Das ist so schön von ihm. Ne? Ja. Habe ich auch ein Kleid von. Ja, genau. Also hier auch ein Klassiker. Das ist unser Wickelkleid, was es auch schon sehr lange gibt. Das haben wir jetzt komplett überarbeiten lassen. Das sieht ihr ja auch. Und ich habe hier die Fake-Variante genäht. Also man muss ja nicht den richtigen offenen Wickel nähen mit der Schleife, sondern man kann eben auch einfach sich das leichter machen und schneller nähen, indem man einfach den Fake-Wickel näht. Und dafür braucht man auch wieder elastische Stoffe, weil der oben halt schmal anliegt, der Schnitt, und die Ärmel auch schlank sind und nur der Rockbereich ausgestellt ist. Den könnte man rein theoretisch aus Webware machen, würde ich aber immer nicht empfehlen. Also insgesamt aus einem Stoff und dann elastisch. Und hier ist auch wieder so ein Sweat, der aber auch einen guten Elastananteil hat und dann kann man das eben super draus nähen. Das ist Artikel Sandro, ein French Terry. Also ein nicht angerauter Sweat in der schönen altrosafarbenen Variante. So, das Beste kommt zum Schluss, ne? Wie heißt das so schön? Nein, das ist mein absolutes Näh-Highlight. Diese Weste ist ein Neuschnittmuster von diesem Jahr und ja, die ist einfach so schön geworden. Ich musste sie mitbringen. Das ist dieser Sommer, wie nennt sich das? Sommer-Softshell oder Nano-Softshell? Sommershell, Outdoor-Shell. Ja, genau. Es ist halt ein ganz dünner Softshell und den kann man super für Jacken und Westen verwenden. Darunter habe ich eben, oder innen drin habe ich den Stepper von Swarfing benutzt. Das ist ein Neuschnittmuster von uns. Und zwar ist das eine Weste in 2 verschiedenen Längen. Das ist jetzt die lange Variante mit den seitlichen Einschubtaschen hier, hat an den Seiten Schlitzen und es gibt verschiedene Abschlussvarianten, also einmal den Blouson-Kragen, dann gibt es den Stehkragen und es gibt die große Kapuze und da kann man sich richtig schön einmummeln. Ich habe jetzt in diesem Fall den Schnitt 2 Nummern größer genäht und habe den selber so schön abbattiert, dass es wirklich aussieht wie so eine gekaufte Steppweste. Darunter trägt die Puppe ein Sweater, und zwar ist das unsere Freya. Das ist eigentlich ein Flügelsweater, aber wenn man die Flügelchen einfach weglässt, hat man einen super Basic-Sweater, der so ein bisschen Oversize geschnitten ist. Mit Rundhals, ein bisschen breiteres Bündchen. Also auch hier gibt es wieder unzählige Varianten. Man kann mit Bündchen nähen, ohne Bündchen. Man kann es in der Kleiderlänge nähen. Jo, und ich finde, das ist so ein fresher Look, wirklich. Ich liebe diese Puppe.
Ich finde es auch total toll. Artikel Kasper war der Outdoor-Shape. Und hier haben wir aus der Kollektion Artikel Sandra, auch einer meiner Lieblinge. Ja, ist halt Leo, ne? In rosa. Geht Genau. immer. Jo, und ich selber trage die Bluse Kari, die auch wieder in verschiedenen Längen daherkommt. Die hat halt diese vielen Kräusel und in der Mitte diese Teilungsnaht, weil man hier oben im Ausschnitt auch wieder die Kräusel hat mit dem Bindeband. Ich drehe mich mal um, ne? Dann siehst du einmal, dass hinten auch diese ganzen Kräusel sind. Also ein ganz verspielter Schnitt. Und je nachdem, was man für eine Qualität verwendet, ich habe jetzt die Baumwolle Türkfeld genommen, genau. Ich kann mir das nicht merken, Tübingen Türkfeld. Und man kann sie aber eben auch aus ganz flatterigen Viskosestoffen nähen, dann sieht die gleich komplett anders aus. Also auch ein sehr schöner Schnitt, auch zu der Jegging zum Beispiel, zu einer schmalen Hose, so wie ich es jetzt anhabe. Musselin Oder eben stelle als ich mir auch Kleid. schick Musselin vor. ist auch Ja. schön, genau. Jo, und dann bin ich auch schon fertig mit den Dingen, die ich da für euch genäht habe. Und wir danken dir wieder sehr, dass du da warst. Ja, und ich uns immer danke so schön euch. Präsentierst. Wie immer. Ich freue mich immer sehr, dass ich vorbeikommen darf und das vorstellen darf. Ja, uns Sehr, freut sehr es auch schön. immer total. Vielen, vielen Dank. Ich sage auch danke. Sehr gerne.